Kommende Woche, genauer gesagt am 25. Juni 2024, erscheint endlich das sogenannte Bergbau-Content-Update für Pioneers of Pagonia, welches ihr bereits jetzt via Beta-Branch antesten könnt. In den heutigen Pagonia-News zeige ich euch daher alles Neue und erkläre euch auch, warum das Ding bemerkenswert gut geworden ist. An die Werkzeuge, Pioniere. Es gibt noch so viel zu tun. Nach nun 6 Monaten Early Access Phase hat sich auf den beschaulichen Inselwelten von Pagonia schon einiges getan. Aber wenn wir ehrlich sind, war das Content Update 1 mit Fischerhütte und großem Lager maximal nett. Sowie das zweite Update mit dem Koop-Modus ganz cool, aber leider durch noch fehlende Features auch nicht das, was man sich gewünscht hatte. Dazu kamen dann noch Quality of Life Updates, die den Spielspaß runder machten, aber summa summarum kaum neue Spieler anlocken konnten. Also, ohne das jetzt in irgendeiner Form negativ zu meinen, eben eher die normalen Probleme eines Spiels in seiner startenden Early Access Phase. Das ändert sich jetzt aber mit dem kommenden dritten Content Update komplett, welches ihr, wenn ihr wollt, bereits jetzt über den Beta Branch abrufen und antesten könnt. Das sogenannte Bergbau Content Update ergänzt Pioneers of Pagonia um satte 7 baubare Gebäude, diverse Ressourcen, Warenketten und Einheiten, eine beeindruckende neue Gegnerfraktion sowie natürlich auch um den von Gronkh vertonten Geologen. Apropos Geologen, um die nun eingeführten unterirdischen Ressourcen finden zu können, müsst ihr die neue Geologenhütte bauen, welche dann wiederum, ähnlich wie bei den Entdeckern, 3 Geologen beheimatet, die wiederum für ihre Rekrutierung einen Hammer benötigen. Der Standort der Geologenhütte bestimmt ausschließlich den maximalen Radius eurer Geologen, in welchem diese nach Ressourcen suchen können, welcher aber recht großzügig angelegt wurde und lassen sich dann, wie gewohnt, via Fokuspunkt in eine bestimmte Richtung lenken oder selbstständig ihr Ding machen lassen. Ebenfalls wie bei den Entdeckern benötigen Geologen auf ihren Touren Rationen und verweigern bei Mangel unter Umständen die Arbeit. Dazu sind sie nicht an die eigenen Landesgrenzen gebunden und flüchten im Zweifel vor Gegnern, die somit ihre Arbeit stören können. Geologen können alle Geröll- und Steinplateaus untersuchen und setzen, wie in guten alten Die Siedlertagen, auf die untersuchten Stellen ein entsprechendes Schild. Neben Kohle, Eisen und Silbervorkommen sind hier auch die neuen Ressourcen Gold und Nickel hinzugekommen. Kupfer lässt sich weiterhin wie gehabt nur oberirdisch abbauen. Sobald Gronkh, euer Geologe erfolgreich war, könnt ihr in der Nähe der Schilder eine entsprechende Mine setzen, die wiederum einen eigenen Radius hat, in dem sie entsprechende Minenschächte anlegen kann. Neben Kohle-, Gold- und Eisenminen könnt ihr auch die neuen Nickel- und Silberminen bauen. Die 3 Minenarbeiter benötigen dann neben der in der Taverne hergestellten Stärkungsgerichten auch Weichholzbretter, um ihre Tunnelwände zu stabilisieren. Dabei hängt die Erfolgsquote der Mine von der tatsächlichen in Reichweite befindlichen Ressource ab und nimmt somit auch irgendwann langsam ab, was aber gut über den Wirkungsgrad des Gebäudes angezeigt wird, indem ihr einfach mit der Maus über die Mine fahrt. Ein Feature, welches vor kurzem mit dem letzten Quality of Life Update ergänzt wurde. Sobald eine Mine alle Ressourcen abgebaut hat, stellen die Bergleute die Arbeit ein und benachrichtigen euch, dass der Job erledigt ist. Neben der Geologenhütte und den Minen ist auch der Hochofen neu, in dem ihr Kohle, Eisen und Nickel zur neuen Ressource Stahl schmelzen könnt. Der Hochofen benötigt für seinen Bau Zement und gibt damit dem Kalkstein eine größere Bedeutung. Hingegen könnt ihr mit den neuen Golderzen Goldmünzen prägen, die dann wiederum in eurer Schatzkammer eingelagert einen Wert von 6 haben und somit logischerweise wertvoller als Kupfer- und Silbermünzen sind. Mit den im Hochofen erstellten Stahlbarren könnt ihr in der Waffenschmiede die neuen Stahldolche, Stahlhellebarden und Stahlstreitkolben herstellen, sowie in der Rüstungsschmiede Stahlschilde und stahlgepolsterte Lederrüstungen in der Schneiderei. Neu sind auch Eisendolche aus einer Kohle und einem Eisenbarren. Um mit den neuen Waffen, Schilden und Rüstungen auch was anfangen zu können, erhalten eure Militäreinheiten dementsprechend Verstärkung. Der neue Klingentänzer ist die Countereinheit für die ebenfalls neu eingeführten Scarves, zu denen wir gleich noch kommen. Er benötigt eine gepolsterte Rüstung und ein Set Stahldolche, um rekrutiert zu werden und besitzt dann, auch je nach Typ, mindestens einen 100%igen Kampfbonus gegen jede Scarf-Einheit. Neu ist auch, dass Elitewachen jetzt stählerne Hellebarden und ein Kettenhemd benötigen,
8 statt 6 Kampfpunkte besitzen sowie Land 3-mal so schnell erschließen können wie gegenüber normalen Wachen und generell alle Wachen einen Kampfbonus gegen Scarf Creeper erhalten haben. Also der Gegenpart bei den Scarfs zur eigenen Wache, der ebenfalls Land erschließt. Außerdem ist auch der Elite-Soldat neu, der mit einem Stahlstreitkolben sowie einem Stahlschild und einer Kettenrüstung in den Kampf zieht und damit mit einem Kampfwert von 20 praktisch gegen jeden Gegnertyp effektiv ist, aber dafür halt auch sehr teuer. Das Highlight des Updates sind aber ganz klar die Scarfs selber, die streng genommen wie eine gegnerische Siedlung agieren, dem Vernehmen nach auch dahingehend ausgebaut werden sollen und, falls das Ganze komplett eskalieren sollte, sogar Anwärter auf eine zweite spielbare Fraktion sein könnten. Das ist aber nur meine Vermutung. Die Scarfs starten, anders als ihr mit eurem Landungsschiff, in ihrem sogenannten grimmigen Bollwerk, also einer Burg, die sehr an das Startlager aus Die Siedler 1 erinnert. Dieses Bollwerk dient fürs Erste auch als Schmiede zur Herstellung von Werkzeugen, Waffen und Rüstungen sowie als Lager für Bergbauressourcen. Im Allgemeinen tragen die meisten Scarf-Einheiten dicke Rüstungen und sind damit schwer zu besiegen, es sei denn, ihr habt die neuen Klingentänzer in euren Reihen. Zum Start verfügen die Scarfs über 3 Einheitentypen: die Creeper, die Steinbrecher und die Grubenwächter. Die Creeper, oder im Deutschen Kriecher, sind mit euren Wachen vergleichbar und nutzen Stein, welches sie vorab gebaut haben müssen, um deren Landesgrenze in bester Pioniermanier zu erweitern. Sollten die Scarfs auf Kupfer treffen, können sie mehr Werkzeuge und Rüstungen für weitere Creeper herstellen. Ihre Population wächst dann also, was auch eine schnellere Gebietserweiterung mit sich bringt. Die Steinbrecher bauen alle an der Oberfläche befindlichen Stein- und Metallressourcen ab, welche in deren Landesgrenze liegen. Ihre Werkzeuge stellen sie aus Kohle und Eisen her und vermehren sich so dementsprechend. Etwas anders agieren hingegen die Grubenwächter, die, wie der Name schon suggeriert, auf die Verteidigung spezialisiert sind und primär die schwachen Steinbrecher schützen. Ihre Waffen und Rüstungen stellen sie ebenfalls aus Kohle und Eisen her. Damit aber nicht genug, können die Scarfs durch den Abbau von Silber höherwertigere Werkzeuge erstellen, die sie in die Lage versetzt, Gruben zu errichten, also eigene Untertageminen. Sollten die Scarfs durch ihre Minen in die Lage versetzt werden, Nickel und/oder Gold abzubauen, ermöglicht ihnen das zum einen mit Nickel die sogenannten gierigen Wächter auszubilden oder eben mit Nickel und Gold die dann sehr starken, bösartigen Wächter, die eine ernstzunehmende Bedrohung für euch darstellen. Der Abbau von Kalkstein befähigt die Scarfs obendrein dazu, einen weiteren Stützpunkt zu errichten, um die Laufwege für die Creeper und Steinbrecher kürzer zu halten. Solltet ihr es schaffen, das grimmige Bollwerk zu stürmen und damit alle frei herumlaufenden Scarfs zu vernichten, könnt ihr dessen Territorium anschließend mit euren Wachen erschließen und die noch nicht verbrauchten Ressourcen, die dann frei herumliegen, übernehmen. Für alle, die mit Kampf und Co. nichts anfangen können und in Pagonia lieber friedlich siedeln, gibt es mit dem Monument des Wissens ebenfalls eine neue Aufgabe, welche ähnlich wie bereits beim integrierten Leuchtturm gebaut werden möchte. Später sollen diese fertig gebauten Monumente dann auch zusätzliche Buffs für eure Siedlung bereithalten. Abseits dieser Neuerungen kann beim Spielstart jetzt jeder Gegnertyp einzeln an- und abgewählt werden. So könnt ihr zum Beispiel, wenn ihr mit Werwölfen und anderem Fantasy-Gedöns nichts anfangen könnt, auch nur gegen die neuen Scarfs spielen, was das Spiel dann auf einen Schlag deutlich näher in Richtung einer guten alten Die Siedler 3 oder 4 Partie gegen die KI katapultiert, was sich bemerkenswert gut anfühlt. Auch wenn das Ganze natürlich noch kein gleichwertiger Ersatz ist, da die Scarfs eher passiv agieren, also noch nicht zum Angriff übergehen können. Alles in allem aber ein beachtliches Update, was angespielt und ausprobiert gehört. Denn ein gutes Pagonia ist jetzt ein noch besseres Spiel geworden. Hut ab und bitte weiter so. In diesem Sinne, frohes Siedeln, gerne Abo dalassen für mehr und bis zum nächsten Mal. Denn wir sind hier, um anzukommen und gemeinsam zu wachsen. Und Pagonia zu einem prächtigen Zuhause für uns alle zu machen. An die Werkzeuge, Pioniere. Es gibt noch so viel zu tun.